Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Zu einem gängigen Online-Shop zählen nicht nur Kategorien und Artikel, wie wir sie in den Gambio-Videos zuvor angelegt haben, sondern auch bestimmte Content-Seiten. Mindestens die Rechtstexte sind obligatorisch für euren Online-Shop, wenn ihr nicht abgemahnt werden wollt. Deshalb zeigen wir euch heute, wo die Content-Sektion im Gambio-Administrationsbereich zu finden ist. Wir gehen dafür auf Darstellung und in den Content Manager rein. Dort seht ihr neben der Content Manager Überschrift bereits ein dreigliedriges Unterteilungssystem. Die Seiten stellen Inhalte dar, die allein für sich aufgerufen werden können. Der Shop bringt hier eine ganze Auswahl vorgegebener Seiten mit, die ihren eigenen Verwendungszweck haben, zum Beispiel AGBs, Impressum, Widerrufsrecht und Muster-Widerrufsformulare und dergleichen. Wir werden gleich mal als Beispiel eine Über-uns-Seite anlegen, um euch zu zeigen, wie man Seiten im Allgemeinen in Gambio anlegen kann. Der Vollständigkeit halber gehen wir aber noch die anderen beiden Reiter durch, wie den Elementreiter. Elemente sind Bestandteile einer anderen Seite. Zu den Seiten, welche mehrere Elemente verwenden, zählt vor allem die Startseite des Shops sowie der Content Widerrufsrecht und Musterwiderrufsformular. Das heißt also, hier könnt ihr beispielsweise auch euren Header und Footer editieren. Artikelinhalte, auch Artikel-Content genannt, können einem Artikel als zusätzlicher Download zugeordnet werden. Das eignet sich beispielsweise dafür, zu einem Produkt eine PDF-Anleitung zum Download anbieten zu können. Das kann also in dieser Sektion erfolgen. Wir gehen zurück zu den Seiten und wollen den Infoseiten eine weitere hinzufügen, nämlich unsere Teamseite, die wir über uns benennen. Ihr könnt zuerst entscheiden, ob diese als Inhalts-, Verlinkung oder Skriptdateiseite angelegt werden soll. Anschließend kann die Auswahl für den Teaser-Slider, der auf der Content-Seite angezeigt wird, getroffen werden. Für die genaue Benennung muss eine Sprache gewählt werden, bzw. kann dann für beide Sprachen ausgewählt werden. Wir nennen alle drei Felder in unserem Fall gleich, das könnt ihr aber variieren. Der interne Name steht für den Namen, der im Content Manager angezeigt wird. Der Titel steht für den Namen, mit dem die Content-Seite im Shop aufgerufen werden kann, und die Überschrift ist dann eben auf der Seite selbst als Überschrift zu sehen. Das Hauptfeld ist der Inhaltseditor, mit dem ihr wie gehabt Inhalte erstellen könnt, ob Text, ob Bild, hierin kann alles umgesetzt werden. Entweder im Editor selbst oder als HTML-Text. Wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr eurer Seite herunterladbares Material hinzufügen. Das kann beispielsweise für die Seiten des Widerrufsrechts Sinn machen. Für unsere Teamseite eher weniger. Ansonsten sollen alle weiteren Felder selbsterklärend sein. Für die optimale Gestaltung der Meta-Description und des Meta-Titles empfehlen wir unser Gambio SEO-Video, das wir oben rechts verlinkt haben. Die Aufnahme in die Sitemap macht für uns wenig Sinn, wenn wir die Teamseite nur auf unserer Seite zugänglich machen wollen, aber nicht in Google indexieren wollen. Solltet ihr die Seite in der Robots-Datei für Suchmaschinen ganz sperren wollen, dann aktiviert dieses Feld. Am Ende kann noch ein Bild für die Social Medias hinterlegt werden, das dann beispielsweise ausgespielt wird, wenn ihr den Link auf Facebook verwenden würdet. Mit dem Abspeichern sollte diese Seite dann auch direkt im Footer zu finden sein, wenn ihr eure Seite auch auf sichtbar gestellt habt, was bei uns der Fall ist. Falls ihr nun eure Rechtstexte bearbeiten wollt und nicht wisst, wo ihr diese herbekommt, verlinken wir für euch ein weiteres Video, in dem wir für ein anderes Shop-System bereits die Rechtstextgenerierung und die Implementierung in den Shop durchgegangen sind. Ansonsten könnt ihr euch gerne bei uns melden, sollte es weiteren Optimierungsbedarf eures Gambio-Shops geben. Die Gambio-Experten von eBakery beraten euch dann gerne. Auch dieser Link zur Gambio-Partnerseite ist oben rechts und in der Videobeschreibung. Viel Erfolg beim Umsetzen dieser Videoanleitung. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Alles Gute wünscht euch euer eBakery-Team.